Jo Leute, was geht? Freunde, heute gibt es mal wieder Motorsportmomente und zwar die krassesten Motorsportmomente. Ich würde sagen, wir steigen damit wieder rein. Wir gucken uns das Ganze an, Leute, auf dem Kanal von Mindblowing Videos und ich würde sagen, let's go, Leute. Und ich weiß schon, was der erste Clip sein wird. Ihr könnt es hier sehen. Michael Schumacher überrundet hier, glaube ich, David Coulthard war das oder Mika Häkkinen. Ich glaube, es war Coulthard. Und ja, passt mal auf. Every race has that best moment that everyone searches for on YouTube. Like the time Hamilton crossed the finish line on 3 wheels. Ja, Hamilton, Alter, wie in Silverstone. Er hat so Lack. Er hat so gelackt. So ein Lack. Weißt du, Bottas hat eine Runde vorher einen Plattfuß gekriegt. Hamilton gewinnt das Rennen mit Plattfuß. Or when this Mercedes flew into history. Oh. For you 30 of the most incredible moments in the history of motorsport. Alter, was passiert hier alles? Subscribe to the channel and hit the bell, and you'll have Whoa. as many years of good luck as Whoa. there are Fast and Furious movies. Das... During the 2013 British Grand Prix, there was a real drama with tires. 5 different drivers had a rear wheel blow up. Oh ja, 2013. Ja, das Jahr erinnere ich mich. Silverstone, haben die gesagt, oder Spanien? Silverstone, ne? Komisches Jahr, Leute. Das war doch das Jahr, wo die Pirelli-Reifen nicht gehalten haben. Das war, glaube ich, das Jahr, wo Räikkönen einfach alles rasiert hat. Also, ey, fragt mich ruhig bei Formel 1 aus, Leute. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach. Es gab so viele Plattfüße. Unglaublich. The first was the race leader, Lewis Hamilton. His Bam. tire ruptured at 193 kilometers per hour, and he had to drive almost an entire lap to get to the pit stop. Felipe Massa's tire exploded next, which sent Alle hinten links. Alle hinten links. Es müsste wahrscheinlich irgendein Curb sein, der die Reifen aufgeschlitzt hat mit der Zeit. him off the track. This could have been considered a coincidence until Jean-Eric Vergne's tire exploded at a speed of 300 Auch kilometers hinten rechts, per hour. links, hinten After links. him, Sergio Perez lost a wheel. Auch and hinten so links. did another driver. I bet the F1 tire suppliers love watching a race like this. Now this is what I call overtaking. Simon Hodges Formula Ford leads Das ist wortwörtlich überholen. Überholen. Ihr wisst schon. into the air and flies over his opponent. Aber das Auto ist kaputt. Schrott. You know who's cooler than Vin Diesel in Fast and Furious? Cruz Pedregon, whose funny car Okay. rose up on its rear wheels Und at 350 kilometers das Auto per fliegt. hour, forcing him to drive in a wheel Wow. stand through the finish line. Jo, was? The Das ist einfach... Transformer forgot that he had a human driver and almost Da ist einfach ein Typ drin, der fährt trotzdem weiter mit Vollgas. Das Auto bleibt in Kontrolle. Unglaublich mit 2 Reifen. Wahnsinn. transformed. Das gibt's nicht. Oliver Soderstrom cut off Robin Brezina, and they both flew into the gravel. Ah. But then they continued the race against each other on foot. Er so, komm her, Junge, komm her. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Here's what the fastest pit stop in the world looks like. And this is what the longest pit stop in the world from McLaren looks like. Nein, vergesst es. Hallo, was für McLaren, Leute. Habt ihr mal den Boxenstopp von Bottas in Monaco letztes Jahr gesehen? Habt ihr? Ich glaube, der war 1,5 Tage. McLaren dropped the car during a pit stop. This driver clearly had a falling out with his motorcycle before the race because it threw him off, did a sideways flip, and drove to the finish line on its own. Echt? The Monaco Grand Prix safety crews must have turned gray in the hair when they dropped a historic F1 car from Oh. Oh, wow. Oh, a wow. crane in the middle of the race. Das Auto ist RIP. The marshals barely had time to raise the red flag to stop the other cars. This is a McLaren M23 worth more than $2.5 million. Heutzutage ist er 2,5 Millionen wert. Aber früher war der, glaube ich, weniger wert, als sie die gebaut haben. Heutzutage ist er so viel wert. Could you be a little more careful? Ja, passt doch mal mehr auf. For Andreas Mikkelsen, the 2017 World Rally Championship started with the sudden opening of his car's hood. But he decided to continue the race blind because he had already lost 26 seconds. Naja, aber blind ist es nicht, jetzt nicht komplett. Du kannst schon dazwischen sehen.
Man kann schon was sehen. Es ist halt eingeschränkt, weil du kannst auf der linken Seite nicht viel sehen, aber immerhin kannst du in der Mitte was sehen. Und die meisten Strecken, die fährst du tatsächlich fast schon blind. Also du weißt die Bremspunkte, du bekommst einen Ansager, der sagt dir, mit welchem Gang du in welche Kurve rein sollst und mit welcher Geschwindigkeit. Mickelson drove the whole track like that and even managed to do the most savage drift I've ever seen. Das ist so krass, ne? Michael Schumacher was leading in the 1998 Belgian Grand Prix until David Coulthard braked right in front of him. Schumacher's front... Naja, nee. Coulthard ist nicht vor ihm gebremst. Er wollte Platz machen, weil er die blaue Flagge gezeigt bekommen hat. Aber weil Schumacher das nicht gesehen hat in dem ganzen Dunst, weil du siehst nichts, ist er ihm direkt draufgefahren. Front wheel fell off in the collision, but he didn't stop racing. Instead, he drove into the boxes without slowing down on the remaining 3 wheels. Um ehrlich zu sein, Leute, was würde dagegen sprechen, mit 3 Reifen weiterzufahren? Wenn er das Auto immer noch so unter Kontrolle hat und man nicht sowieso nicht so viel schneller fährt, einfach mit 3 Reifen weiterfahren. I think he was powering that car with pure anger. Immediately after stopping, he burst into Coulthard's garage and attacked David, accusing him of an attempt on his life. They could barely be split up. Das sind so ikonische Momente, Leute. This tow truck driver had one job, and he failed. An F1 car slipped off a forklift while being transported and hit the protective... Es ist kein F1-Car, es ist Formel 4, Formel 3 und das ist der Macau Grand Prix, oder? Eine der gefährlichsten Strecken. Aber wie kann das passieren? Sichert man die Fahrzeuge nicht? Wie hatten die gesichert? The car had more damage from this collision than from a crash during a race. Ja, Here's the lesson of the day. Fix your helmet before you start going 322 kilometers per hour. Oh, God. Look at how he throws his hands up and blames the other guy immediately. Lewis Hamilton felt like Schumacher for a moment when his tire burst on the final lap at Silverstone. But he continued to drive to the finish line and didn't even notice that he had won on virtually 3 wheels. I'm starting to think that racers don't need 4 wheels at all. Lewis Hamilton, who takes the race. ich bin das so, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, ich habe mich so gefreut, als der Plattfuß gekommen ist, eine halbe Runde vor Schluss. Aber Verstappen war ja in der Box, weil Bottas vorher eine Runde einen Plattfuß hatte. Deswegen hat sich Verstappen brandneue Reifen geholt, weil das Risiko sehr, sehr hoch war, weil die Reifen auch mehr abgenutzt waren als bei Hamilton, dass der Reifen auch platzt. Das war mehr als wahrscheinlich. Und wäre er nicht in die Box gekommen, dann hätte er locker gewonnen, weil er ihn locker eingeholt hat. Er hat locker 20 Sekunden, der Hamilton hat 20 Sekunden verloren zu der Zeit. Aber diese 20 Sekunden haben halt ausgereicht, weil Max war 4 Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen. 4 Sekunden! Das hätte er in 2 Kurven aufgeholt. Ich hab rumgeschrien und so, komm, push. Was passiert? Hamilton gewinnt. Weißt du, und Bottas ist außerhalb der Punkte. Max Verstappen. William Alatalo was just driving into the pits when Aaron D. Camberti suddenly realized that he really missed him. Camberti drove right on his roof, and they continued for several meters that way until Alatalo braked. If you also like to jump on your friend's back when you see them, write in the comments. Oh God. You've never seen a Guinness record like this before. Eric Almirola clocked up to 225 kilometers per hour, and then the Pro Bowler hit a strike. Boah, ein Bowling-Strike mit über 140 Meilen. Boah, Junge. Right on the racetrack. Das hat gescheppert. I'm not joking either, because during the 1999 24 Hours of Le Mans, a Mercedes-Benz CLR flew in at 300 kilometers per hour. The Mercedes has taken off. Der ist in den Wald After 4 geflogen. backflips, Peter Dumbreck's Mercedes landed in the trees. David Hauser may have finished 3rd in the European Hill Climb Championship, but he didn't leave alone. He just so happened to notice this beautiful woman by the road and offered to give her a ride. Oh mein Gott, der hat sich die geklärt. Der hat sich die so geklärt. It worked. Direkt. So it's true that everyone with a nice car could easily get a girl, right?
Aber ich habe das Gefühl, mit einem roten T-Shirt, entweder ist sie Fan von ihm oder sie arbeitet fürs Team. Yo, das ist so die Hakucho Drag aus GTA. So sieht die aus. So sieht die aus, ne? Dina's turbo drag bike was so powerful that it took flight right off the starting. Wow. Boah, die hat so Glück gehabt. These two Minardi Fords were already near the finish line when Pierluigi Martini decided to take out his opponent like in Mario Kart. Fittipaldi's car flew into the air, did a near perfect backflip, and kept driving on 3 wheels to the finish line. Alter, das musste doch bestraft werden. Watch as Marcus Palmer spins his Audi R8 a full 360 degrees. Oh, and as he does that, he blows it. Slides out and wow. Smooth. Das ist ein nicer 360. So ein geiler 360. Maybe his rear view mirror is broken. This is how he solved the problem. And this guy has clearly played too much Red Dead Redemption. JB Beach's body was flying over the bike, so he simply side-saddled his Yamaha and got back in the race. Geil. Leute, die Typen, die sind einfach krass. This Marshal grabbed the crane hook to pick up a car, Nein! but the crane Nein, der picked Typ! him up instead. The Armor All Bathurst 12-hour race had to be stopped because a tree had fallen on the road. Oh This mein driver Gott. had to wait until the tree was removed, and everyone else had to get in line. What's next? Stopping the race for a random old lady crossing the road? Ich liebe diese alten YouTube-Videos. Das ist so ein geiles Video. During the 2018 Dakar, Alejandro Jacopini's Toyota realized that she just couldn't do it anymore. Just leave me here. I give up. Was? Steckt einfach im Sand. Steckt einfach im Sand fest. This guy got on the racetrack and now he's regretting it because there's a driver coming Oh mein right Gott. Oh mein Gott. Das kann nicht sein, Leute. Das ist ein Besucher, der einfach auf die Straße gekommen ist. Er hält sich links. Erstmal, das ist falsch. Wie ist der da hingekommen? Ich weiß, wie die da hingekommen sind. Hier sind so viele Autos. Der dachte sich so einfach, ja Mann, Bro, ich fahre jetzt einfach in den Gegenverkehr. Ist mir völlig egal. at him at breakneck speed. Oh mein Gott, war das knapp. Escaped with only a broken side mirror. It's Das- a bird. It's a plane. No, it's a 996 Porsche GT1 that flew in and did a backflip during the Petit Le Mans at Road Atlanta. Und dann ist der Turns out we Motor- had flying cars back in 1998. Der hat einfach Rocket League Move gemacht. Want to know what millions of dollars of damage looks like? Ja, der Clip, Leute, der musste drin sein. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Da hat sich einer weggedreht in der Kurve, auch im Macau Grand Prix. Wie gesagt, diese Strecke ist voll voller Crashes. Erinnert euch an Sophia Flörsch, Formel 3. Formel 3? Ja, Formel 3 war das. Europäische Formel 3. Dieses Ding hier. Einer hat sich weggedreht und alle bam, 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 bam. Das sind Millionen Crash. Oh no! Oh! Daniel Hunkadea crashed into a wall during the Macau Grand Prix, and Lawrence Vantor couldn't get around his Mercedes. And then Bam! another 14 Bam, cars bam, crashed bam, in. bam, bam, The bam, National bam, Guardians fork out bam. thousands of bucks to come see this race, and Das they sind get Millionen this on the Schäden. very first lap. Millionen. Audience, say it with me. Allen geht's gut, aber Legendary. Millionen Schäden. Who needs a steering wheel anyway? Thought Dale Earnhardt Jr. as he steered his car with his hand when his steering Oh wheel nein, fell nein, off at a speed nein. of 183 kilometers Nein. per hour. Er lenkt einfach mit einer Remember Hand. Hamilton meeting Buemi in a bar and saying, I can drive with 3 wheels. And Buemi responding, hold my 2 front wheels. Jetzt kommt der Clip. Passt auf, Leute, was jetzt passiert. Both wheels flew off Sebastian Buemi's Toro Rosso when he was practicing for the Chinese Grand Prix. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, dass beide Räder unter der Last gebrochen sind. Das ging beim Anbremsen los. Eventuell war der Anpressdruck für die Frontachse zu hoch. Und es ist so eine Art Ground-Effekt entstanden. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber einfach, die Federung, die ist durchgebrochen. Keine Ahnung wie. Auto hat, glaube ich, aufgesetzt. Das
weil es zu tief war oder die Federung war zu weich. Das glaube ich auch. Und dann gab es Unwucht, bam, beide Reifen geplatzt. Also... Graphics in these games are really close to reality. Wie? Wie ist das möglich? Wie? But wait, it's two real $300,000 Porsches parked on top of each other during the Porsche Carrera Cup in France. Das musst du eigentlich als Foto einrahmen und das in einen 1000-Teile-Puzzle machen. Das ist so ein nices Bild. During the 2017 Monte Carlo Rally, Serhian Pernia's car got stuck in a ditch. And while random people are trying to get Pernia's car back on the road, he's just trying to stay on his feet. Maybe it's just not his day. Au! And that's all. If you want... Leute, so ein geiles Video. Ich liebe so Motorsport-Momente. Also wie gesagt, wenn ihr noch einen weiteren Teil haben wollt, dann smasht gerne den Like-Button. Ich finde das immer so interessant. Ich schwärme von sowas. Wirklich. Ich finde das Hammer. Ich finde das übelst interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.